Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diesen Polunder mit Kapuze für Junge und Junggebliebene gemacht und ich hoffe, ihr findet Gefallen daran und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Für diesen Polunder nehme ich die Lisa Premium Uni von Gründel. Die hat eine Lauflänge von 133 Metern pro 50 Gramm und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Und häkle 88 Luftmaschen und ich häkle sie nicht zu fest. Und wenn ihr 88 Luftmaschen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 88 Luftmaschen gehäkelt und ohne die zwei Wände Luftmaschen sollten das ungefähr 57 cm sein. Und ich mache einen Umschlag und steche in die vierte Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein, häkle ein Stäbchen und häkle jetzt lauter Stäbchen auf die Luftmaschenkette und wir sollten auf 86 Stäbchen kommen, inklusive dieses Ersatzstäbchens am Anfang. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 86 Stäbchen gehäkelt. Zur Erklärung für das nachfolgende Muster brauchen wir eine Maschenzahl, die durch 7 teilbar ist plus 2 und 86 ist durch 7 teilbar plus 2 und wir haben 88 Luftmaschen gemacht, weil 2 davon Wendeluftmaschen sind. Und jetzt wenden wir die Arbeit. Das Muster ist ganz einfach und besteht auch nur aus einer einzigen Musterreihe. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und häkeln in die nächste Masche ein zweites Stäbchen, also nebeneinander, lassen 2 Maschen aus und häkeln in die nächste Masche, also in die dritte, die da kommt, 5 Stäbchen, alle in eine Masche. 3, 4, 5. Lassen wieder 2 Maschen aus und häkeln 2 Stäbchen nebeneinander. Lassen 2 aus und häkeln 5 in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Lassen 2 aus und häkeln 2 Stäbchen nebeneinander. 2 auslassen, 5 in eine Masche. 1, 2, 3, 4, 5. 2 auslassen, 2 Stäbchen nebeneinander. Das Ganze sieht dann so aus und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt beinahe die Reihe fertig gehäkelt, das letzte 5er Büschel gehäkelt und hier müssen
noch 4 Stäbchen übrig bleiben am Ende. Davon lassen wir 2 aus und beenden die Reihe genau wie wir sie begonnen haben, mit 2 Stäbchen. Und das war schon die ganze Kunst dieses Musters. Es beginnt immer mit 3 Luftmaschen, ein Stäbchen auf das Stäbchen der Vorrunde und in die Mitte dieses 5er-Büschelchens, immer auf das dritte Stäbchen, kommt wieder so ein 5er-Büschel. 2, 3, 4, 5, 2 Stäbchen auf diese 2 aus der Vorrunde, ein 5er-Büschel in die Mitte hinein, 2, 3, 4, 5, 2 Stäbchen auf die Stäbchen der Vorrunde und so weiter. Das Ganze sieht so aus und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin jetzt wieder beinahe fertig mit dieser dritten Reihe und die endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit 2 Stäbchen. 1 und das letzte Stäbchen kommt immer in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde. Und das war, wie gesagt, schon das ganze Muster. Und das wiederholen wir jetzt, bis wir ca. 50 cm erreicht haben. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ca. 50 cm hochgehäkelt. Bei mir sind das inklusive der Anfangsreihe 32 Reihen. Und jetzt brauchen wir genau dasselbe Teil, identisch in Schwarz. Also ganz genau gleich wie dieses Weiße hier. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt genau das gleiche Teil in Schwarz angefertigt. Und jetzt nehme ich mir die weiße Wolle, den schwarzen Faden lassen wir dran und häkle 3 Luftmaschen und auf das nächste Stäbchen ein Stäbchen und häkle jetzt auf jedes Stäbchen, das kommt, ein Stäbchen drauf. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und zwar häkle ich genau über die Hälfte, also bis zur Hälfte dieses Teiles und das müssten 43 Stäbchen sein. Und wenn ihr 43 Stäbchen gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt genau über die Hälfte der Maschen Stäbchen gehäkelt. Bei mir sind das 43. Das geht sich gut aus, weil ich 86 Maschen gesamt habe. Falls es bei euch eine ungerade Zahl wäre, dann lasst ihr einfach das mittlerste Stäbchen unbehäkelt. Und wir wenden unsere Arbeit wieder, beginnen wieder mit 3 Luftmaschen und häkeln die 43 Stäbchen wieder zurück und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die 43 Stäbchen wieder retour gehäkelt, wende wieder und mache jetzt in Schwarz wieder weiter.
häkle 3 Luftmaschen, den Faden einfach locker mitziehen. Dies ist schon das erste Stäbchen und wir häkeln wieder 43 Stäbchen hin und zurück. Dann machen wir wieder einen Farbwechsel, alle 2 Reihen, und wir machen das Ganze ungefähr 22 cm hoch. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ca. 22 cm hochgehäkelt. Das sind bei mir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Reihen. Und am Ende häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest, und auch den weißen Faden schneide ich ab. Drehe mir das Ganze wieder auf die rechte Seite, auf die schöne Seite, und mache jetzt die zweite Hälfte ganz genau gleich. Die linke Seite, und dazu nehme ich wieder die weiße Wolle, schlinge hier gleich im nächsten Stäbchen an. Also wie gesagt, wenn ihr eine ungerade Maschenzahl hattet als Ausgangslage, dann müsst ihr ein Stäbchen unbehäkelt lassen. Bei mir geht es sich aus mit 2 mal 43 Stäbchen. Ich ziehe den Faden durch, mache einen Knoten hinein. Ich steche noch einmal in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen und häkle wieder auf jedes Stäbchen der Vorreihe ein Stäbchen drauf. Es müssten sich wieder 43 Stäbchen ergeben. Und ich mache diese linke Seite jetzt in weiß und häkle jetzt 16 Reihen Stäbchen hoch, genau gleich viele wie auf der rechten Seite, und immer 43. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt das erste Teil sozusagen fertiggestellt, habe also jetzt die linke Seite genau gleich hochgehäkelt wie diese, und dieses Teil können wir jetzt einmal zur Seite legen, und wir nehmen uns wieder das weiße Teil, das wir ja schon vorbereitet haben, ein Stück. Und wir machen jetzt mit dem weißen Teil genau dasselbe wie mit dem schwarzen. Also wir legen es wieder mit der schönen Seite nach oben auf den Tisch. Also immer da, wo der Faden links hängt, ist die schöne Seite. Und jetzt häkeln wir wieder über die Hälfte der Maschen zunächst einen Teil mit Streifen. Und zwar beginnen wir diesmal mit Schwarz und nicht mit Weiß, klar, weil ja, wir wollen ja den Kontrast haben. Und die linke Seite, die machen wir einfärbig in Schwarz. Also noch einmal, die rechte Seite genau gleich wie beim anderen Teil, die Streifen häkeln über die Hälfte der Maschen, mit Schwarz beginnen und dann die zweite Hälfte häkeln, ebenso genau gleich wie beim anderen Teil, in einfärbig Schwarz. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe jetzt auch das weiße Teil fertig gemacht, also rechts wieder die Streifen und links mit Schwarz. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich euch zeige, wie man die Teile zusammenfügt. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt beide Teile aufeinander gelegt, und zwar so,
dass die schöne Seite beider Teile innen ist. Also das ist die schöne Seite und das. Und wir machen jetzt die Rückennaht, also die Armlöcher werden später hier sein. Und das hier ist jetzt die Rückennaht, die ist später in der Mitte des Rückenteils. Und ich nehme mir die weiße Farbe, weil man das einfach besser sieht. Ihr könnt das auch in schwarz machen und schlinge, also steche durch beide Teile durch, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein steche noch einmal durch beide Teile durch, häkle zunächst eine Luftmasche, das Ganze sollte möglichst weit außen sein und häkle dann noch 2 feste Maschen in diese erste Lücke hinein und häkle die Teile zusammen. Achtet darauf, dass immer Reihe für Reihe zusammenpasst und häkelt nicht zu viele feste Maschen, sonst wellt sich die Naht, aber auch nicht zu wenige, sonst zieht sich das Ganze zusammen. Und da es sich um die Rückennaht handelt, können wir das einfach bis zum Ende zusammenhäkeln, die beiden Teile. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Naht angekommen. In die letzte Lücke habe ich 3 feste Maschen gemacht, damit ich ganz zum Rand hinkomme. Am Ende häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt nehme ich mir das ganze Teil und drehe es einfach um 180 Grad herum. Und hier kommt der Ausschnitt hin und ich fange beim zweiten Streifen hier an, muss wieder schauen, dass die Reihen genau aufeinander sind. Hole mir den Faden durch. Verknote ihn wieder. Steche noch einmal durch dieselbe Lücke durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und häkle wieder 2 feste Maschen in dieselbe Lücke. Und ich habe auch auf der anderen, also bei der Rückennaht, immer 2 feste Maschen pro Stäbchen gemacht. Und jetzt mache ich also die vordere Naht, die ist dann vorne in der Mitte. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt also die vordere Naht ebenfalls geschlossen und jetzt lege ich mir das Teil so hin, dass die Nähte da sind, wo sie auch hingehören. Also das ist jetzt die vordere Seite und jetzt
schließen wir die Schulternähte, und zwar ich schlinge wieder ganz außen an, steche durch beide Teile durch, hole mir den Faden durch, verknote ihn, steche noch einmal durch beide Teile durch, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und in dieselbe Lücke eine feste Masche und häkle jetzt Stäbchen für Stäbchen mit festen Maschen zusammen. Immer dasselbe Stäbchen vorne und hinten nehmen. Und das mache ich, bis ich hier ungefähr noch 12 cm habe. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 26 feste Maschen gehäkelt und hier habe ich 12 cm offen gelassen. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und für die zweite Schulternaht dreht ihr euch das Ganze am besten um und macht hier ganz genau das gleiche wie auf der anderen Seite, also wieder mit 26 festen Maschen zusammenhäkeln und 12 cm Ausschnitt offen lassen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die zweite Schulternaht geschlossen und ich habe schon einmal überall, wo Nähte sind, habe ich schon mal die Fäden vernäht. Die anderen noch nicht. Also überall, wo ich sie in den Nähten verstecken kann, habe ich sie schon vernäht. Und jetzt drehe ich mir das ganze Teil auf die schöne Seite um und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe das Teil jetzt auf die schöne Seite umgedreht. Hier ist der Ausschnitt und hier beginne ich mit der Kapuze. Ich beginne wieder mit Weiß, damit ihr das gut seht. Ich schlinge in der äußersten Masche hier neu an, verknote den Faden, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen und häkle lauter Stäbchen, bis wir zur Naht kommen, zur Schulternaht, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin bei der Schulternaht angekommen und damit kein Loch entsteht, häkle ich direkt in die Naht hinein auch ein Stäbchen und häkle dann auf dem Rückenteil weiter, wieder Stäbchen für Stäbchen, und bei der anderen Schulternaht macht ihr das genauso und wir sehen uns wieder, wenn ihr auf der anderen Seite angekommen seid. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin jetzt einmal rundherum gekommen mit meiner Stäbchenreihe. Bei mir haben sich 74 Stäbchen ergeben. Hier kommt es aber nicht auf eins mehr oder weniger an. Wichtig ist, dass ihr bei allen Nähten, auch hier bei der Rückennaht, achtet, dass kein Loch entsteht. Und das Ganze ist ungefähr 52 cm weit. Und jetzt
häkle ich das Ganze wieder retour, also immer die gleichen 74 Stäbchen und die häkle ich ebenfalls wieder in Streifen, also alle 2 Reihen wechsle ich die Farbe und das Ganze sollte 30 bis 31 cm hoch werden. Also immer hin und retour häkeln, immer die 74 Stäbchen. Und wenn ihr ca. 30 bis 31 cm erreicht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ca. 30 bis 31 cm hoch gehäkelt. Bei mir sind das 21 Reihen. Und jetzt kippe ich mir, also das Ganze ist die Vorderseite, ich kippe mir das einfach nach hinten. Häkle zunächst eine Luftmasche und steche dann vorne in das Stäbchen ein und hinten in die dritte Luftmasche, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche und häkle die Naht der Kapuze oder die Kapuze mit festen Maschen zusammen. Und wenn ihr mit der Naht fast fertig seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe die Naht geschlossen und hier ist wichtig, dass ihr möglichst weit an den Rand hinaus häkelt, damit hier kein Loch entsteht. Und jetzt häkle ich noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und wir klappen das Ganze wieder um. Und die Kapuze ist fertig und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir den Ausschnittrand häkeln. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe mir das Teil jetzt umgedreht, so dass die Kapuze links ist und ich hier den Ausschnittrand habe und ich schlinge hier unten direkt über der Naht, schlinge ich an steche noch einmal in dieselbe Masche ein oder Lücke, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und häkle noch ein weiteres Stäbchen in dieselbe Lücke und häkle dann Stäbchen, und zwar häkle ich immer 2 Stäbchen pro Reihe. Und auch hier wieder darauf achten, dass keine Löcher entstehen. Einfach rundherum häkeln, um die Kapuze herum, bis wir wieder hier ankommen. Und wenn ihr soweit seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder hier, wo ich begonnen habe, angekommen. Und ich häkle jetzt noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und das nähe ich dann so übereinander. Das macht ihr dann einfach, dass es schön aussieht. Also die rechte Seite im Tragen darüber. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Ärmelbündchen machen. Bis gleich. Willkommen zurück. Für die Ärmelbündchen nehme ich mir wieder
die weiße Wolle. Also wie gesagt, ihr könnt auch schwarz nehmen, nur das sieht man in der Kamera nicht, darum mache ich alles, was möglich ist, in weiß. Ich steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch, häkle 3 Luftmaschen, die zählen als Stäbchen, häkle dann pro Reihe, also immer um die Stäbchen herum, je 2 Stäbchen in jede Lücke. Bei der Schulternaht wieder darauf achten, dass kein zu großes Loch entsteht, eventuell in die Naht auch noch ein Stäbchen häkeln. Und wir brauchen am Ende der Runde eine gerade Maschenzahl. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und bei mir haben sich 66 Stäbchen ergeben und ich schließe mit einer Kettmasche in die dritte Luftmasche zur Runde, beginne mit 3 Luftmaschen und häkle jetzt als nächstes ein Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, wir häkeln um das Stäbchen herum und nicht in den Kopf, sondern um das Stäbchen herumstechen, Faden durchholen, ein Stäbchen häkeln, das etwas zur Seite schieben und in das nächste Stäbchen ein normales Stäbchen häkeln, dann wieder ein Reliefstäbchen von vorne, ein normales Stäbchen und bei den Reliefstäbchen von vorne den Faden etwas länger ziehen und darauf achten, dass ihr immer vorwärts arbeitet und nicht aus Versehen in das gleiche Stäbchen. Also immer achten, wo schon ein Stäbchen drin ist, das nicht nehmen, sondern das nächste. Und wenn ihr das immer ein bisschen zur Seite schiebt, seid ihr immer normal für das, richtig für das normale Stäbchen. Und das Ganze sieht dann so aus. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Das letzte Stäbchen der Runde ist ein Reliefstäbchen und dann schließen wir in die dritte Luftmasche, häkeln wieder 3 Luftmaschen und häkeln jetzt um jedes Reliefstäbchen wieder ein Reliefstäbchen und in die normalen Stäbchen ein normales Stäbchen. Also immer abwechselnd. Das Ganze sieht dann so aus und das mache ich insgesamt 6 Reihen breit. Also diese Reihe und dann noch 3 weitere und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin schon ein gutes Stück gekommen und habe auch schon den zweiten Ärmel so weit vorbereitet. Ich habe also 6 Reihen in diesem Reliefstäbchenmuster gehäkelt und ich zeige euch jetzt anhand des zweiten Ärmels noch die letzte Reihe. Die beginne ich mit 2 Luftmaschen und gleich in die erste Einstichstelle ein halbes Stäbchen und häkle dann auf jedes Stäbchen der Vorrunde, also auf die Reliefstäbchen und auf die normalen Stäbchen, jeweils ein halbes Stäbchen drauf. Und wenn ihr rundherum gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und ich schließe mit einer Kettmasche hier ganz oben. Ich lasse also die 2 Luftmaschen aus und schließe hier oben
in die waagerechte Masche. Häkel noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir die Kordeln einziehen. Willkommen zurück. Ich habe mir jetzt für die Kapuze eine Kordel hergerichtet, die hat ungefähr 1,20 Meter. An einem Ende habe ich einen Knoten gemacht und das andere Ende mit einer Sicherheitsnadel versehen. Und ich beginne jetzt hier, also noch im Vorderteil, eine Reihe unter der Kapuze, beginne ich die Kordel einzuziehen, also zuerst hinunter und dann wieder herauf, hinunter, herauf. Und das mache ich ganz rundherum, bis ich wieder hier an derselben Stelle ankomme. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt die Kordel durchgezogen und am Ende mache ich auch hier noch einen Knoten hinein. Schneide den Rest ab. Und jetzt habe ich noch Folgendes gemacht. Ich habe auch hier unten eine Kordel durchgezogen, ganz genau gleich wie da oben, in der Mitte begonnen. Und diese Kordel habe ich auf ungefähr 1,80 Meter zugeschnitten. Und wenn ihr das auch eingezogen habt, ist unser Polunder mit Kapuze fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Freude und Spaß beim Nacharbeiten und beim Tragen dieses Polunders. Mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.